Hello, hello. Ich hoffe, ihr hört mich. Ich hoffe, der Ton kommt gut an. So, wo sind wir denn da überhaupt? Guck mal, da oben sind wir. Und wir sind hier. Boom! Fasi ist back. Hallo, ihr hübschen Menschen. Wir wollen heute über Mastering sprechen. Auch nur wieder grob. Geile Musik hören. An dieser Stelle erstmal Toni und Morgan. Ihr seid die schönsten Menschen der Welt. Type übrigens auch. Super, Keta, super. So wird's gemacht. Ich danke dir, Bruder, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Also, zum Thema Mastering. Viele wissen nicht genau, was Mastering ist. Ist immer so ein Hype dahinter sozusagen. Was soll das sein? Mastering-Ingenieure sind eigentlich die letzten Menschen, die die Musik hören, bevor sie sozusagen auf die Welt losgelassen wird. Und da gibt es einige Sachen zu beachten. Da will ich gar nicht so näher drauf eingehen. Wir wollen Musik hören, wir wollen Spaß haben, wir wollen strocken. Und mal gucken, was der Fasi hier so fabriziert. Song ist von unserem Künstler Morgan. Wir sind sehr stolz auf ihn. Absolut krass. Checkt ihn aus. Alles ist unten in den Beschreibungen beschrieben. Lasst uns ein Like da, wenn euch das gefällt. Ganz, ganz wichtig. Supportet unseren Channel. Abonniert unseren Channel, damit wir auch weiter so einen Content machen können. Genau. Moin Meister. So, was machen wir jetzt genau? Das Mastering, da geht es darum, von unserer Seite aus eine Vision erstmal zu kreieren, die Musik uns anzuhören, sozusagen gefühlsmäßig. Und dann legen wir direkt los und gucken mal, was da passiert. Schönen Abend, danke für deine Arbeit. Boom, hab dich auch sehr lieb. Vielen lieben Dank. Okay, dann lasst uns mal rüber hoppen zu Nuendo. Ich mache mich mal hier unten klein und dann ein bisschen kleiner geht. Ne, oben in die Ecke ist immer gut. So, dafür haben wir uns den Mix hier schon mal reingezogen. Wir hören gleich mal uns an, was passiert. Dann setzen wir uns so ein Timing. Ganz, ganz wichtig, arbeitet nicht zu lange an Masterings. Das ist das Problem, ihr hört Geister und irgendwann sind die Ohren so dicht, dass ihr eher es verschlimmert als verbessert. Und da müssen wir eben auch mal kurz zur Verbesserung kommen. So ein Plugin wie Matrix AB, habt ihr gesehen, wie wir das einsetzen. Hier habe ich den Mix reingeladen, da kann ich das im Prinzip synken, hier über diesen Button. Und dann kann ich im Prinzip, sobald ich über die DAW Musik abspiele, A, B vergleichen, und zwar lautheitsgleich, damit ich mich nicht verhintern lasse. Und glaube, aha, lauter, geil, haben ein Limit darauf gepackt, das ist fertig gemastert. Nö, das ist nicht immer so, da muss man immer so ein bisschen hören. Genau, Mix ist schon, glaube ich, ziemlich gut. Wir gehen mal, A sind wir, B ist der Mix. Wir hören uns das mal an und dann gucken wir mal, was wir machen können. Wir versuchen mal so eine Vision zu kreieren. Ganz, ganz wichtig fürs Mastering, ja? Let's go! Damals die Packs, Ghetto DHL, halte bei der Jet für ne Marlboro XL, 2003er Bands, ich fahr zu schnell, Baby halt dich fest, ich zeig dir die Welt. Damals die Packs, Ghetto DHL, halte bei der Jet für ne Marlboro XL, 2003er Bands, ich fahr zu schnell, Baby halt dich fest, ich zeig dir die Welt. Aus Fritz Flinte wurde grad festgenommen. Denk an die Jungsraucher am Westbalkon. Und die Welt sieht ganz anders aus dem 14. Stand hier damals, wollte meinen Traum verwirklichen. Heute todesfresh, T-Shirt zur Hose Match. Trage Gallery Depart mit meinem Bro MS. Ich bin immer noch ne Nummer in meinem Block, Bruder. Deine Jungs wirken auf mich bisschen soft, Bruder. Meine Air Force so weiß, dass sie Licht reflektieren. Ich darf mich nicht verlieren. Seine Air Force, ihr wisst, dass sie Licht reflektieren. So wollen wir das haben. Morgen, ich lieb dich, Mann. Abgeliefert. Was für ein Monstrum. Ghetto DHL. Also immer, wenn ihr bei DHL arbeitet, immer schön Ghetto. Bloß nicht normal. Normal kann jeder. Wir wollen immer schön Ghetto DHL. Das heißt, wir schmeißen die Pakete einfach auf die Leute sozusagen und sie sollen sie fangen. Keine Zeit, weißt du, vorne abzugeben. Ihr kennt das Spiel. Ihr seid dann da und dann haben die behauptet, DHL oder wer auch immer, ich will jetzt hier niemanden bashen sozusagen, die wären da gewesen und dann habt ihr so einen Zettel drin und Paket liegt irgendwo im Nirvana in der Grube. Also immer schön Ghetto DHL. Morgen bist der schönste Mensch der Welt. Toni, bist der schönste Mensch der Welt. Type, bist der schönste Mensch der Welt. Kamal, bist der schönste Mensch der Welt. So, jetzt geht's los und dann wollen wir mal so ein bisschen gucken. Erstmal Gain Staging, bevor ich sozusagen loslege. Ihr merkt, da sind noch so ein paar Peaks. Die möchte ich adressieren, weil die Musik muss richtig schön laut sein. Und die Peaks, die knallen als erstes gegen die Decke. Sorgen im Prinzip dafür,
dass wir das nicht so laut kriegen, wie wir es brauchen, eventuell. Außerdem, wenn wir andere Prozessoren wie Dynamikprozessoren einsetzen, wie Kompressoren etc. pp., arbeiten die deutlich besser, wenn sie keine fluktuierenden Wellen bekommen. Das ist sehr, sehr unprofessionell ausgedrückt, aber nehmt es für das, was es ist. Manchmal muss man einfach mal sich was ausdenken. Und dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Let's go! Damals die Packs, Ghetto DHL, halte bei der Jet für ne Marlboro XL, 2003er Bands, ich fahr zu schnell, Baby halt dich fest, ich zeig dir die Welt. Damals die Packs, Ghetto DHL, halte bei der Jet für ne Marlboro XL, 2003er Bands, ich fahr zu schnell, Baby halt dich fest, ich zeig dir die Welt. Aus Fritz Flinte wurde grad festgenommen. Denk an die Jungsraucher am Westbalkon. Und die Welt sieht ganz anders aus dem 14. Stand hier damals, wollte meinen Traum verwirklichen. Heute todesfresh, T-Shirt zur Hose Match. Trage Gallery Depart mit meinem Bro MS. Ich bin immer noch ne Nummer in meinem Block, Bruder. Deine Jungs wirken auf mich bisschen soft, Bruder. So, jetzt würden einige wahrscheinlich fragen, guten Abend Hogsmill. Einige würden fragen, warum nicht genau minus 18 RMS? Das ist eine Debatte, da muss man tiefer reingehen. Wenn ihr Fragen dazu habt, immer unten reinschreiben sozusagen, kann ich gerne beantworten. Es geht darum, dass RMS im Prinzip nicht K-weighted ist. Das bedeutet, wir haben hier einen Subbass drin und eine 808 Bass und der triggert den RMS-Wert. Also man kriegt irgendwann so ein bisschen das Gefühl dafür, wo man hin muss. Ich könnte die Audio jetzt auch normalisieren, habe jetzt 2 dB mal runtergezogen, gefällt mir so und würde dann einfach mal loslegen im Ghetto DHL. Damals die Packs, Ghetto DHL, halte bei der Jet für ne Marlboro XL, 2003er Bands, ich fahr zu schnell, Baby halt dich fest, ich zeig dir die Welt. Damals die Packs, Ghetto DHL, halte bei der Jet für ne Marlboro XL, 2003er Bands, ich fahr zu schnell, Baby halt dich fest, ich zeig dir die Welt. Aus Fritz Flinte wurde grad festgenommen. Denk an die Jungsraucher am Westbalkon. Und die Welt sieht ganz anders aus dem 14. Stand hier damals, wollte meinen Traum verwirklichen. Heute todesfresh, T-Shirt zur Hose Match. Trage Gallery Depart mit meinem MS. Ich bin immer noch ne Nummer in meinem Block, Bruder. Deine Jungs wirken auf mich bisschen soft, Bruder. Meine Air Force so weiß, dass sie nicht reflektieren. Ich darf mich nicht verlieren. Mein Bruder hat ne Träne. Ist der Grundton. B-Flat Minor. Ja, könnte man so sagen. Und let's go. Lass mal gucken, was hier passiert. 58 Hertz. Nehmen wir mal eine Oktave tiefer. Also. So, mal ganz kurz gucken, wo wir uns hier befinden. 26. Gucken wir mal, ob wir den Low-End ein bisschen tighter kriegen. Knallt mir noch nicht gut genug. Damals die Packs, Ghetto DHL, halte bei der Jet für ne Marlboro XL, 2003er Bands, ich fahr zu schnell, Baby halt dich fest, ich zeig dir die Welt. Damals die Packs, Ghetto DHL, halte bei der Jet für ne Marlboro XL, 2003er Bands, ich fahr zu schnell, Baby halt dich fest, ich zeig dir die Welt. Aus Fritz Flinte wurde grad festgenommen. Denk an die Jungsraucher am Westbalkon. Und die Welt sieht ganz anders aus dem 14. Stand hier damals, wollte meinen Traum verwirklichen. Heute todesfresh, T-Shirt zur Hose Match. Trage Gallery Depart mit meinem Bro MS. Ich bin immer noch ne Nummer in meinem Block, Bruder. Deine Jungs wirken auf mich bisschen soft, Bruder. Meine Air Force so weiß, dass sie Licht reflektieren. Ich darf mich nicht verlieren. Mein Bruder hat ne Träne im Gesicht. Halte bei der Jet für ne Marlboro XL, 2003er Bands. Ich fahr zu schnell, Baby halt dich fest, ich zeig dir die Welt. Heute todesfresh, T-Shirt zur Hose Match. Mein Bro MS. Was damals geschah, wird hier nicht diskutiert. Damals die Packs, Ghetto DHL, halte bei der Jet für ne Marlboro XL, 2003er Bands. Ich fahr zu schnell, Baby halt dich fest, ich zeig dir die Welt.
Damals die Packs, Ghetto DHL. Halte bei der Jet für ne Marlboro XL. 2003er Bands, ich fahr zu schnell. Baby, halt dich fest, ich zeig dir die Welt. Momente sind verwischt auf den Polaroid-Abzügen. Bleib nicht stehen, mach auch ohne euch Schachzüge. Lange her, dass ich das fühle. Doch vermisse die Momente auf dem Balkon in Klappstühlen. Lachkicks auf Cupcakes und Haschkicks. Und ich krieg noch 6K fürs Paket. Bis mein Wifey langsam checkt, was so abgeht. Und der erste Damals die Packs, Ghetto DHL. Halte bei der Jet für ne Marlboro XL. 2003er Bands, ich fahr zu schnell. Baby, halt dich fest, ich zeig dir die Welt. Damals die Packs, Ghetto DHL. Halte bei der Jet für ne Marlboro XL. 2003er Bands, ich fahr zu schnell. Baby, halt dich fest, ich zeig dir die Welt. Halte bei der Jet für ne Marlboro XL. 2003er Bands, ich fahr zu schnell. Baby, halt dich. So, ganz kurz, was haben wir gemacht? Die Uhr mal laufen lassen hier, sonst drehen wir hier durch hier, ne? 40 Minuten mal. So, ein bisschen Low-Cut sozusagen, und zwar mit diesem fantastischen Liquids Riley Filter, der unfassbar tight und fantastisch klickt. Siehe Bob Katz, siehe Friedemann Tischmeier. Unfassbar geiles Ding. Ich fange meistens so bei dem untersten Fundamental an und gucke dann immer so ein bisschen, hangel mich nach ran, je nachdem wie die Musik dann klingt. Ist der Low-End jetzt zu flapsig, ist der irgendwie schwammig, und da höre ich hin, weil ich möchte das richtig schön tight und richtig schön druckvoll haben. Das gefällt mir, habe ein bisschen die Difference angehoben, will so ein bisschen eher von den Gitarren und so weiter hören, was da passiert, sozusagen im Raumbereich. 1,1 dB bei 9 Kilohertz etwa. Könnte jetzt im Prinzip auch sagen, alles darüber, was Nyquist ist, gefällt mir nicht, und da noch im Prinzip den Q-Wert ein bisschen anheben. Könnte man einfach so machen. Irgendwann hat man ein Gefühl für solche Sachen. So sehe das Ganze dann aus. Zack. Ne, alles andere brauche ich nicht. 20 Kilohertz darüber, wer das hören kann, hat gewonnen für mich. 2 Frequenzen, einmal im Monoband und einmal in der Difference, die ich rausgezogen habe, die mir nicht gefallen haben. Das war hier in den Backings, und das war hier so ein bisschen bei ihm selber. Oftmals so 240, 230. Hat man Probleme mit Vocals, muss man immer mal gucken. Kommt ein bisschen drauf an. Gibt keine fertige Chain. Man muss immer so ein bisschen nach Vision gehen. So, weiter geht es mit Morgen. Ich fahr zu schnell, Baby, halt dich fest, ich zeig dir die Welt. Damals die Packs, Ghetto DHL. Halte bei der Jet für ne Marlboro XL. 2003er Bands, ich fahr zu schnell, Baby, halt dich fest, ich zeig dir die Welt. G aus Fritz Flinte wurde grad festgenommen. Denk an die Jungsraucher am Westbalkon, und die Welt sieht ganz anders aus dem 14. Stand hier damals, wollte meinen Traum verwirklichen. Heute Meine Brüder und Schwestern, ich hoffe, ihr habt gute Cans, Headphones auf, oder in eurer Studioumgebung. Es muss klar hörbar sein. Hoffe ich jedenfalls, dass ihr es hört. Das freut mich sehr, wenn ihr es hört. Wenn nicht, schreibt da, was ihr nicht hört sozusagen. Man hört es sofort. In dem Moment, wo ich zu unserem schalte, merkt ihr, dass der Low-End deutlich tighter ist, deutlich aggressiver auch sozusagen in den Frequenzbereich nach oben kommt. Das Ding muss ja auch auf iPhone geil klingen, auf kleinen Speakern, auf deinem iMac und so ein Quatsch. Und dementsprechend merkt ihr, vorher flapsig, danach Und weiter geht die Reise Richtung Rom. Damals die Packs, Ghetto DHL. Halte bei der Jet für ne Marlboro XL. 2003er Bands, ich fahr zu schnell. Baby, halt dich fest, ich zeig dir die Welt. Flinte wurde grad festgenommen. Denk an die Jungsraucher am Westbalkon, und die Welt sieht ganz anders aus dem 14. Heute todesfresh, T-Shirt zur Hose Match. Trage Gallery Depart mit meinem Bro MS. Bin immer noch ne Nummer in meinem Blog, Bruder. Deine Jungs wirken auf mich bisschen soft, Bruder. Meine Air Force so weiß, dass sie Licht reflektieren. Ich darf mich nicht verlieren. Mein Bruder hat ne Träne im Gesicht tätowiert. Was damals geschah, wird hier nicht diskutiert. Damals die Packs, Ghetto DHL. Halte bei der Jet für ne Marlboro XL. 2003er Bands, ich fahr zu schnell. Baby, halt dich fest, ich zeig dir die Welt. Damals die Packs, Ghetto DHL. Halte bei der Jet für ne Marlboro XL. 2003er Bands, ich fahr zu schnell. Baby, halt dich fest, ich zeig dir die Welt.
Momente sind verwischt auf den Polaroid-Abzügen. Bleib nicht stehen, mach auch ohne euch Schachzüge. Lange her, dass ich das fühle. Doch vermisse die Momente auf dem Balkon in Klappstühlen. Lachkicks auf Cupcakes und Haschkicks. Und ich krieg noch 6K fürs Paket, bis mein Wifey langsam checkt. Oh ja, immer den Kompressor volle Pulle einstellen, Attack und Release to Taste, wie float das Ganze im Song. Und dann würde ich sagen, genau, Type, Thomas sagt auch, Type, du wunderschön gut aussehender Mensch, man hört es auf jeden Fall, dass es tight ist oder dass es Type ist, also tight. Und dann geht es weiter sozusagen die Reise. Aber mal gucken, was passiert. Jetzt mal hier den Threshold nach oben und dann entsprechend ein bisschen die Decke abknabbern. Let's go. Damals die Packs, Ghetto DHL. Halte bei der Jet für ne Marlboro XL. 2003er Bands, ich fahr zu schnell. Baby, halt dich fest, ich zeig dir die Welt. G aus Fritz Flinte wurde grad festgenommen. Denk an die Jungs, Raucher am Westbalkon. Und die Welt sieht ganz anders aus dem 14. Stand hier damals, wollte meinen Traum verwirklichen. Heute todesfresh, T-Shirt zur Hose Match. Trage Gallery Department, mein Bro MS. Ich bin immer noch ne Nummer in meinem Block, Bruder. Deine Jungs wirken auf mich bisschen soft, Bruder. Meine Air Force so weiß, dass sie Licht reflektieren. Ich darf mich nicht verlieren. Mein Bruder hat ne Träne im Gesicht tätowiert. Was damals geschah, wird hier nicht diskutiert. Damals die Packs, Ghetto DHL. Halte bei der Jet für ne Marlboro XL. 2003er Bands, ich fahr zu schnell. Baby, halt dich fest, ich zeig dir die Welt. Damals die Packs, Ghetto DHL. Halte bei der Jet für ne Marlboro XL. 2003er Bands, ich fahr zu schnell. Baby, halt dich fest, ich zeig dir die Welt. Momente sind verwischt auf den Polaroid-Abzügen. Bleib nicht stehen, mach auch ohne euch Schachzüge. Lange her, dass... So, ein bisschen Kompression, wie gesagt, schön kompakt machen. Und jetzt würde ich sagen, genau, auf jeden Fall. Vocals kommen einfach mehr Präsenz. Man merkt auch, die Gitarre wird deutlich lauter und wirkt halt präsenter. Die Ambient-Stabilität kommt, das Ding klingt wie eine Wand im Moment, das ist schon mal geil, aber wir haben noch ein bisschen Arbeit vor uns. So einfach ist es eben nicht, solche Sachen zu nailen. Man muss halt eben mal gucken, wo fängt man an, wo hört man auf. Ich fange jetzt mal, oder ich mache mal weiter mit ein bisschen erstmal die entsprechende Lautheit, die wir brauchen zu kreieren und nehme dafür einen meiner absoluten Lieblingslimiter, um im Prinzip erstmal ein bisschen Farbe zu generieren. Let's go. Damals die Packs, Ghetto DHL. Halte bei der Jet für ne Marlboro XL. 2003er Bands, ich fahr zu schnell. Baby, halt dich fest, ich zeig dir die Welt. G aus Fritz Flinte wurde grad festgenommen. Denk an die Jungs, Raucher am Westbalkon. Und die Welt sieht ganz anders aus dem 14. Stand hier damals, wollte meinen Traum verwirklichen. Heute todesfresh, T-Shirt zur Hose mit. Trage Gallery Department, mein Bro MS. Ich bin immer noch ne Nummer in meinem Block, Bruder. Momente sind verwischt auf den Polaroid-Abzügen. Bleib nicht stehen, mach auch ohne euch Schachzüge. Lange her, dass ich das fühle. Doch vermisse die Momente auf dem Balkon in Klappstühlen. Lachkicks auf Cupcakes und Haschkicks. Und ich krieg noch 6K für Crackkids. Bis mein Wifey langsam checkt, was so abgeht. Und der Erste im Knast geht. Und der Zweite im Vollrausch ins Uber brettert. Und die fucking Cops durchsuchen etwas. Vor Gericht wird die Crew zerschmettert. Und für den Rest frag Uwe Meffert. Damals die Packs, Ghetto DHL. Halte bei der Jet für ne Marlboro XL. 2003er Bands, ich fahr zu schnell. Baby, halt dich fest, ich zeig dir die Welt. Damals die Packs, Ghetto DHL. Halte bei der Jet für ne Marlboro XL. 2003er Bands, ich fahr zu schnell. Baby, halt dich fest, ich zeig dir die Welt. Wollte meinen
reflektieren. Ich darf mich nicht verlieren. Mein Bruder hat eine Träne im Gesicht tätowiert. Was damals geschah, wird hier nicht diskutiert. Damals die Packs, Ghetto DHL. Halte bei der Jet für ne Marlboro XL. 2003er Bands, ich fahr zu schnell. Baby, halt dich fest, ich zeig dir die Welt. Damals die Packs, Ghetto DHL. Halte bei der Jet für ne Marlboro XL. 2003er Bands, ich fahr zu schnell. Baby, halt dich fest, ich zeig dir die Welt. Momente sind verwischt auf den Polaroid-Abzügen. Bleib nicht stehen, mach auch ohne euch Schachzüge. Lange her, dass ich das fühle, doch vermisse die Momente. Bisschen die Bänder gesäubert auf jeden Fall, weil ich hier keine Stems habe. Deswegen benutze ich gerne auch mal einen Multiband-Kompressor. So, jetzt wird es Zeit, mal laut und leise zu hören sozusagen, nachdem wir ein bisschen uns im Bereich des Limitings versucht haben. Da ist mein absoluter Favorite Limiter Nummer 1, der Pro L2. Und dann gucken wir mal in dem Fall, wie möchte ich das haben, den Sound. Schon ein bisschen moderner sozusagen. Der macht so einen leichten High-Shelf oben drüber noch. Bloß nicht mit der Difference spielen. Also schön hier unlinked das Ganze. Genau, da gehen wir rein. 1:1, also nicht lauter werdend. Und mal gucken, was macht überhaupt hier der Limiter. Hier ist auch 150, guter Ballpark. Und dann wollen wir den Release schön weit unten haben, weil wir die Musik relativ laut wollen. Dass hier immer noch funktioniert. Lass mal gucken. Ja, Groove doch. So, jetzt vorsichtig, einmal kurz Volume runterschalten auf jeden Fall. Wird jetzt lauter, das Ganze. Und dann können wir es auch besser beurteilen, wo wir uns befinden. Wollen wir da mal Matrix AB auch nutzen dafür und mal gucken, was hier passiert. Einmal Lautstärkegleichheit. 2003er Bands, ich fahr zu schnell. Baby, halt dich fest, ich zeig dir die Welt. Aus Fritz Flinte wurde grad festgenommen. Denk an die Jungs, Raucher am Westbalkon und die Welt sieht ganz anders aus. Oder wie wir in der Mastering Academy sagen, Schubfogen. Das klingt übertrieben. Und das ist das Schöne daran. Mastering ist üben, 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 üben. Üben, 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 Ghetto DHL. Üben, 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 üben. Und dann irgendwann kriegt man ein Gefühl dafür, wie man schnell ans Ziel kommt. Fasi ist jetzt Mastering-Pharmazeut. That's right, baby. Eine Paracetamol und mastern. Let's go. Das ist übrigens ein Cyclooxygenase-Hämmer. Cyclooxygenase 3. Und los. Damals die Packs, Ghetto DHL. Halte bei der Jet für ne Marlboro XL. 2003er Bands, ich fahr zu schnell. Baby, halt dich fest, ich zeig dir die Welt. Aus Fritz Flinte wurde grad festgenommen. Denk an die Jungs, Raucher am Westbalkon und die Welt sieht. Wollte meinen Traum verwirklichen, heute Todesfresh, T-Shirt zur Hose Match. Trage Gallery Department, mein Bro MS. Ich bin immer noch ne Nummer in meinem Block, Bruder. Deine Jungs wirken auf mich bisschen soft, Bruder. Meine Air Force so weiß, dass sie Licht reflektieren. Ich darf mich nicht verlieren. Mein Bruder hat ne Träne im Gesicht tätowiert. Was damals geschah, wird hier nicht diskutiert. Damals die Packs, Ghetto DHL. Halte bei der Jet für ne Marlboro XL. 2003er Bands, ich fahr zu schnell. Baby, halt dich fest, ich zeig dir die Welt. Damals die Packs, Ghetto DHL. Halte bei der Jet. Ja. Oh. Ich würde sagen 6 Minuten oder so, 6, 7 Minuten. Ja, fertig, ne? Kann man machen auf jeden Fall. So, lass mal ins Detail gehen. Ganz, ganz wichtig beim Mastering. Oftmals fallen einem noch Sachen auf, wo man sagt, da hätte ich gerne noch was. Da ist noch ein paar Resonanzen drin oder Amplituden, die ein bisschen nerven. Lass mal dafür ein wunderschönes Plugin rausholen. Das ist der Farbfilter. Jeder hat den.
So, mir fallen auch noch ein paar Sachen ein, die ich gerne mal probieren würde. Und genau, Mastering, das habe ich von Jonathan Weiner, den ich übertrieben schätze, von Isotope, der sagt, ich mastere nicht, um Dinge zu probieren. Das sehe ich absolut genauso. In bestimmten Fällen, wenn ich nach 7-8 Minuten durch bin mit dem Master, wenn es denn mal so glatt läuft, wenn du so einen Mix kriegst, wie von Tony und von Morgan, dann geht das vielleicht auch. Dann möchte man im Prinzip auch mal so ein bisschen rumexperimentieren. Was kann man noch so ein bisschen rausholen? Ja? Was passiert im Low-End, was passiert in der Mid-Range und was passiert oben im Treble, in den Höhen. Einfach mal ein bisschen rumspielen und gucken, was abgeht. Let's go! Damals die Packs, Ghetto DHL, halte bei der Jet für ne Marlboro XL, 2003er Bands, ich fahr zu schnell, Baby halt dich fest, ich zeig dir die Welt. Aus Rittflinte wurde grad festgenommen. Denk an die Jungsraucher am Westbalkon. Und die Welt sieht ganz anders aus dem 14. Stand hier damals, wollte meinen Traum verwirklichen. Heute todesfresh, T-Shirts, Hose, Match. Trage Gallery Depart mit meinem Bro MS. Ich bin immer noch ne Nummer in meinem Block, Bruder. Deine Jungs wirken auf mich bisschen soft, Bruder. Meine Air Force so weiß, dass sie Licht reflektieren. Ich darf mich nicht verlieren. Mein Bruder hat ne Träne im Gesicht tätowiert. Was damals geschah, wird hier nicht diskutiert. Damals die Packs, Ghetto DHL, halte bei der Jet für ne Marlboro XL, 2003er Bands, ich fahr zu schnell, Baby halt dich fest, ich zeig dir die Welt. Damals die Packs, Ghetto DHL, halte bei der Jet für ne Marlboro XL, 2003er Bands, ich fahr zu schnell, Baby halt dich fest, ich zeig dir die Welt. Momente sind verwischt. Hört ihr das? Das ist echt abgefahren. Also auf diese kleinen Details müsst ihr achten. Checkt das mal ab. Ich habe hier tatsächlich im Grundtonbereich bei 58 Ish, also B-Flat oder A-Is, wenn man so möchte, kannst du beides sagen, habe ich noch mal ein bisschen runtergefahren, weil in dem Moment, wo ich die Lautheit raushole, merke ich einfach, es ist zu überbetont und habe gleichzeitig auch im Sub-Bereich mit einem Low-Shelf habe ich im Prinzip 0,5 dB runtergezogen mit einem Q-Wert von 1. Klingt unfassbar, schon räumt sich das auf. Alles wird wieder mehr fokussiert auf die Midrange. Genau, wir brauchen so ein bisschen mehr echte Lautheit. Deswegen müsste man mal gucken, ob man da nicht mit einem Multiband-Parallelkompressor was erreichen kann. Wir nennen das Ganze auch Upward Compression, was nicht richtig ist, aber kriegt das Gleiche sozusagen. Ja? Wollen wir mal ganz kurz gucken, ob wir da was Schönes hinkriegen. Da gibt es etwas, was ich sehr, sehr geil finde, und zwar ist das das ist immer so ein Kampf hier. Ich gebe mal ohne ein, ne? Dann hat man hier den Down One, der unfassbar klingt. Und da gibt es nämlich ein wunderschönes Preset, was ich mir schon tausendfach angeguckt habe. Das heißt Tonalization Gentle, ne? Da gehe ich dann drauf. Und dann habe ich hier parallel und dann kann ich mal gucken, was passiert, wenn ich hier so ein bisschen parallel komprimiere und das unten drunter schiebe für ein bisschen mehr leise Anteile im Signal. Let's go! Damals die Packs, Ghetto DHL, halte bei der Jet für ne Marlboro XL, 2003er Bands, ich fahr zu schnell, Baby halt dich fest, ich zeig dir die Welt. Aus Rittflinte wurde grad festgenommen. Denk an die Jungsraucher am Westbalkon. Und die Welt sieht ganz anders aus dem 14. Stand hier damals, wollte meinen Traum verwirklichen. Heute todesfresh, T-Shirts, Hose, Match. Trage Gallery Depart mit meinem Bro MS. Ich bin immer noch ne Nummer in meinem Block, Bruder. Jungs wirken auf mich bisschen soft, Bruder. Meine Air Force so weiß, dass sie Licht reflektieren. Ich darf mich nicht verlieren. Mein Bruder hat ne Träne im Gesicht. Marlboro XL, 2003er Bands, ich fahr zu schnell, Baby halt dich fest, ich zeig dir die Welt, damals die Packs. Ja, wie sagt eine gute Freundin von mir, die Kini, immer, gewusst wie spart Energie. Also das Interessante ist, sobald Sibilanten hochkommen, könnte man jetzt DSer und so einsetzen. Ich setze den Sooth sehr, sehr gerne ein. So als High-Frequency-Limiter, 5K, 4K Reduction. Teilweise arbeite ich sogar dahin, dass ich das möchte, dass alles sehr, sehr tight klingt, aber man dann im Prinzip dann mit dem Sooth das noch dynamisch auf Spektralebene runterfährt, das, was man braucht. Und ja, klingt schon ziemlich amtlich. Und dann würde ich sagen, es ist wieder Zeit, um mal AB zu hören, dass wir hier nicht in die falsche Richtung gehen, ne? Die Welt, damals die Packs, Ghetto DHL, halte bei der Jet für ne Marlboro XL, 2003er Bands, ich fahr zu schnell, Baby halt dich fest, ich zeig dir die Welt. Aus Rittflinte wurde grad festgenommen. Denk an die Jungsraucher am Westbalkon. Und die Welt sieht ganz anders aus dem 14. Stand hier damals, wollte meinen Traum verwirklichen.
todesfresh, T-Shirt zur Hose Match. Trage Gallery Department, mein Bro MS. Ich bin immer noch ne Nummer in meinem Block, Bruder. Deine Jungs wirken auf mich bisschen soft, Bruder. Meine Air Force so weiß, dass sie Licht reflektieren. Ich darf mich... Seine Air Force reflektieren Licht. Frank schreibt, sorry, aber ich kann diese Genre nicht ab. Ich sag nur, Licht reflektieren, Bruder. Verstehst du? Wenn du erstmal Licht reflektierst, dann hörst du den Scheiß. Dann weißt du, was da abgeht, Alter. Morgen hat abgespleased bei dem Teil. Hört ihr? Unfassbar. Schön warm. Low-End richtig schön satt und vorne kann ich nichts mehr zu sagen. Also wir haben Mission accomplished und wir haben noch 20 Minuten Zeit. Also das ist das Abgefahrene. Und fertig. Ja, unfassbar. Ich hoffe, ihr könnt es hören. Wenn ich das schön laut mache, 7 dB beim Rough Mix, merkt ihr plötzlich und sowas, ne? Oder Waves after Waves. So, jetzt versuchen wir es nochmal kompakter zu kriegen. Es gibt noch so ein paar schöne Tricks, um es kompakt zu kriegen. Und genau, das gibt so ein paar Tools, paar schöne Tools, die nochmal ausprobiert werden können. Zum Beispiel nehmen wir da mal den L2, ne? Von Waves, der nämlich die Mitten so geil nach vorne holt. Der kann das aber sehr, sehr geil nur in einem bestimmten Range. Ne? Vorher macht er nur Mist. Wenn er mehr macht, macht er Mist. So, hören wir mal rein. Damals die Packs, Ghetto DHL. Halte bei der Jet für ne Marlboro XL. 2003er Bands, ich fahr zu schnell. Baby, halt dich fest, ich zeig dir die Welt. G aus Fritz Flinte wurde grad festgenommen. Denk an die Jungsraucher am Westbalkon. Und die Welt sieht ganz anders aus dem 14. Stand hier damals, wollte meinen Traum verwirklichen. Heute todesfresh, T-Shirt zur Hose Match. Trage Gallery Department, mein Bro MS. Ich bin immer noch ne Nummer in meinem... Ja, das ist, wenn man schnell wird. Das ist, wenn man schnell wird. Ja, vielen Dank an Täter. Ist wirklich abrasiert, Alter. Master, kurz hingeballert, einfach wirklich live. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Musik hören, Vision kreieren, haut unten runter. Genau, so ist es, mein Bruder. L2, die Leute versäumen die alten Plugins sozusagen. Waves ist unfassbar für einige Plugins. Multiband habe ich benutzt, habt ihr gehört. Richtig geiles Ding. Jetzt zeige ich euch nochmal was richtig Nettes, was teilweise richtig geil funktioniert. Ein absolutes, abstruses Plugin, womit man noch so ein bisschen Dichte kreieren kann. Guck mal, ihr wollt ja auch hier was lernen, ne? Wollen wir mal ganz kurz gucken, ob das überhaupt noch geht in diesem Zusammenhang. Den würde ich dann nach dem Dyn One machen, wo ich ein bisschen alles sozusagen parallel komprimiert dazu geschoben habe. Und dann gucken wir mal ganz kurz, was hier passiert. Kleinen Moment bitte, ich bin gleich wieder da, bleibt dran. Ich bin gleich wieder da, ihr kriegt gleich was mit. Ich muss schnell auf Toilette. Das kann nämlich auch passieren, wenn man live ist. Aber dann kriegt ihr was auf die Mütze. Bleibt dran. So, da bin ich wieder. Ja, birgt immer Risiken, wenn man live geht, ne? Plötzlich ruft die Babyblase. So, ja, dann hören wir mal. Genau, das Tool, was ich euch zeigen wollte, wo wir stehen geblieben, kurz bevor ich auf Toilette gegangen bin, kann passieren. Gucken wir uns das mal an. So, was der MD4 hier noch macht. Das alles brauche ich alles nicht. Referenzlevel brauche ich auch nicht. Raus damit. EQ auch nicht. 5 Band. So, 2. Dann wollen wir uns mal... Also, der Witz ist, wir wollen den Low-End noch tighter kriegen.
Dafür benutze ich wieder einen Multiband-Kompressor, aber in dem Fall nur mit 3 Bändern. So, ausmachen. Ja, ich hätte gesagt 125 bis etwa Upper Midrange, na Midrange könnte man noch sagen. Und hier fängt es an beim Treble, 10K, genau, bis Nyquist. Also die Crossovers sind hier ersichtlich und ich möchte den Threshold erstmal zurückregeln und hier ein bisschen das Low-End-Band mitschwingen lassen. Zieht euch das jetzt mal rein. Damals die Packs, Ghetto DHL, halte bei der Jet für ne Marlboro XL, 2003er Bands, ich fahr zu schnell, Baby halt dich fest, ich zeig dir die Welt. G aus Fritz Flinte wurde grad festgenommen, denk an die Jungsraucher am Westbalkon und die Welt sieht ganz anders aus dem 14. Stand hier damals, wollte meinen Traum verwirklichen, heute todesfresh, T-Shirt zur Hose Match, trage Gallery Department, mein Bro MS. Ich bin immer noch ne Nummer in meinem Block, Bruder. Deine Jungs wirken auf mich bisschen soft, Bruder. Meine Air Force so weiß, dass sie Licht reflektieren. Ich darf mich nicht verlieren. Mein Bruder hat ne Träne im Gesicht tätowiert. Was damals geschah, wird hier nicht diskutiert. Damals die Packs, Ghetto DHL, halte bei der Jet für ne Marlboro XL, 2003er Bands. Ich fahr zu schnell, Baby halt dich fest, ich zeig dir die Welt. Damals die Packs, Ghetto DHL, halte bei der Jet für ne Marlboro. Krass oder was? Habt ihr gehört, wie krass unten alles aufgeräumt wird, indem man nur das Low-End-Band mitschwingen lässt? Die sogenannte MBLC-Methode, immer mit unterschiedlichen Multiband-Kompressoren. Jeder hat so einen bestimmten Ton, einer ein bisschen cleaner, einer macht ein bisschen Farbe und die mitten raus. So, dann würde ich noch ein bisschen oben mal arbeiten am Top und sehen, ob da noch ein bisschen was zu machen ist, und dann würden wir gleich nochmal wieder dazu schalten. Dafür könnte ich zum Beispiel mal bemühen, einen unserer absoluten Favorite EQs, das ist nämlich der Mart EQ Blue. Und mal gucken, ob wir morgen da irgendwie noch ein bisschen mehr Präsenz geben können, aber gleichzeitig eben auch was rausnehmen, weil es ein bisschen harsch wird, wenn er jetzt zu viel Upper Midrange bekommt. Trage Gallery Department, mein Bro MS. Ich bin immer noch ne Nummer in meinem Block, Bruder. Deine Jungs wirken auf mich bisschen soft, Bruder. Meine Air Force so weiß, dass sie Licht reflektieren. Ich darf mich nicht verlieren. Mein Bruder hat ne Träne im Gesicht tätowiert. Was damals geschah, wird hier nicht diskutiert. Damals die Packs, Ghetto DHL, halte bei der Jet für ne Marlboro XL, 2003er Bands. Ich fahr zu schnell, Baby halt dich fest, ich zeig dir die Welt. Damals die Packs, Ghetto DHL, halte bei der Jet für ne Marlboro XL, 2003er Bands. Ich fahr zu schnell, Baby halt dich fest, ich zeig dir die Welt. Momente sind verwischt auf den Polaroid-Abzügen. Bleib nicht stehen, mach auch ohne euch Schachzüge. Lange her, dass ich das fühle, doch vermisse die Momente auf dem Balkon in Klappstühlen. Lachkicks auf Cupcakes und Haschkicks. Und ich krieg noch 6K fürs Paket, bis mein Wifey langsam checkt, was so abgeht und der Erste in den Knast geht. Das war's! Die Vocals in Richtung 1 Kilohertz schieben und dann BOOM! Manchmal muss man einfach ein bisschen shiften. Das bedeutet, der 3K, 3.6K, da wo wir besonders gut hören können, ist zu überbetont. Klar, im Mix willst du es ja auch irgendwie nach vorne holen. Und dann so mit ein bisschen Shiften kann man die Vocals irgendwie noch viel geiler reinbekommen in den Mix, aber gleichzeitig eben noch vorne lassen. Also Frequenzen, die da sehr, sehr wichtig sein können, sind tatsächlich 1 Kilohertz. Man muss nur aufpassen, weil 1 Kilohertz ab und zu einfach nur Nase ist. Ja, genau. Abgeliefert. So, und dann wollen wir mal ganz kurz hören, was hier überhaupt passiert, Alter. Ich feiere mich hier ab ohne Ende. Ihr denkt, tja, welche Drogen nimmt der? Die will ich auch haben. Keine Chance, dafür müsst ihr Pharmazie studieren. Let's go! Damals die Packs, Ghetto DHL, halte bei der Jet für ne Marlboro XL, 2003er Bands. Ich fahr zu schnell, Baby halt dich fest, ich zeig dir die Welt. Damals die Packs, Ghetto DHL, halte bei der Jet für ne Marlboro XL, 2003er Bands. Ich fahr zu schnell, Baby halt dich fest, ich zeig dir die Welt. G aus Fritz Flinte wurde grad festgenommen. Denk an die Jungsraucher am Westbalkon und die Welt sieht ganz anders aus dem 14. Stand hier damals, wollte meinen Traum verwirklichen. Heute todesfresh, T-Shirt zur Hose Match. Trage Gallery Department, mein Bro MS. Ich bin immer noch ne Nummer in meinem Block, Bruder. Deine Jungs
soft, Bruder. Meine Air Force so weiß, dass sie Licht reflektieren. Ich darf mich nicht verlieren. Mein Bruder hat ne Träne im Gesicht tätowiert. Was damals geschah, wird hier nicht diskutiert. Damals die Packs, Ghetto DHL. Halte bei der Jet für ne Marlboro XL. 2003er Bands, ich fahr zu schnell. Baby, halt dich fest, ich zeig dir die Welt. Damals die Packs, Ghetto DHL. Halte bei der Jet für ne Marlboro XL. 2003er Bands, ich fahr zu schnell. Baby, halt dich fest, ich zeig dir die Welt. Momente sind verwischt auf den Polaroid-Abzügen. Bleib nicht stehen, mach auch ohne euch Schachzüge. Lange her, dass ich das fühle. Doch vermisse die Momente auf dem Balkon in Klappstühlen. Lachkicks auf Cupcakes und Haschkicks. Und ich krieg noch 6K fürs Paket. Bis mein Wife langsam checkt, was so abgeht. Und der Erste in Knast geht. Und der Zweite im Vollrausch ins Uber brettert. Und die fucking Cops durchsuchen etwas. Vor Gericht wird die Crew zerschmettert. Und für den Rest frag Uwe Meffert. Damals die Packs, Ghetto DHL. Halte bei der Jet für ne Marlboro XL. 2003er Bands, ich fahr zu schnell. Baby, halt dich fest, ich zeig dir die Welt. Damals die Packs, Ghetto DHL. Halte bei der Jet für ne Marlboro XL. 2003er Bands, ich fahr zu schnell. Baby, halt dich fest, ich zeig dir die Welt. Tja, ich würde sagen rasiert, wa? Ja, kann man machen. Genau, Kölner Gin, darf ich nicht, aber ja, auf jeden Fall. Tones abgeliefert, Morgan abgeliefert, Type abgeliefert, Kamal abgeliefert, Fasad abgeliefert, Thierry abgeliefert. Genau, wir sind alle hier am Start. Ihr hört es hoffentlich, dass man mit so kleinen, feinen Schritten, das ist eben Mastering, Schritt für Schritt, Schlag für Schlag, Runde für Runde. 1:1 geklaut von Rocky. Ich glaube, wie heißt der noch? Creed. Genau, und so kriegt man das hin auf jeden Fall. Genau, One Love hier auf jeden Fall zum hübschen Toni. Und zu meinen Jungs da draußen, vielen Dank, dass ihr so zahlreich reinkommt. Also, nochmal ganz kurz zum Revue passieren. Was habe ich hier überhaupt gemacht? Ich habe mir Peaks eingefangen, die ich nicht so gebraucht habe. Vergesst das hier. Wenn der hier nicht den Slider bewegt, ist es Hardclipping. Das heißt, ich klippe mir die Peaks zurecht. Das habe ich dann später gemacht. Habe hier ein bisschen was rausgezogen, ein bisschen was addiert. Mit einem Orange. Das ist ein linearphasiger EQ mit einer bestimmten Technologie. Habe gleichzeitig aber auch gesagt, komm, oben die Decke zu. Ich möchte das richtig schön als Package haben. Das muss schön ambient stabil sein. Dafür benutzen wir in der Regel dann auch entsprechende Kompressoren. Singleband-Kompressoren. Die zweite Geschichte, die ich dann gemacht habe, ist, ich habe mir überlegt, was kann ich im Prinzip hier noch addieren, nachdem ich erstmal Lautheit generiert habe. Das heißt, der erste Limiter kombiniert sich mit einem Multiband-Kompressor, der hier jetzt irgendwie flackert oder so. Ich glaube, der dreht hier gleich richtig durch, gleich explodiert er. Ja, das kann der Linear Phase Multiband, der kann eben auch explodieren, um mir den Mix ein bisschen so zurechtzuschieben, dass ich ihn mir finalisieren kann. Wie ihr seht, passiert hier nicht viel, aber was passiert ist, ihr müsst immer Solo und Bypass hören pro Band, damit ihr nicht zu leise seid. Sonst verändert ihr komplett die tonale Balance. Ihr müsst verstehen, wie Attack und Release funktionieren bei Multiband-Kompressoren. Warum sagen die meisten, ihr benutzt keinen Multiband-Kompressor, die macht die Musik kaputt? Ist Quatsch, völliger Bullshit, weil die meisten eben auch keinen Singleband-Kompressor richtig einsetzen. Multiband-Kompressor ist eine powerful Tool, ist eine super Waffe, wenn man das halt braucht. Entschuldigung, zu militant, ist ein super Tool für Mastering und dementsprechend nutzen wir das auch. So. Pro L2 im Modern Mode, ihr habt gemerkt, wirkt auch im Prinzip dann fast nur auf die 808, um die ein bisschen einzufangen. Auf alles, was im Prinzip oben gegen die Decke knallt, aber schön musikalisch. Channel Linking raus, 4-fach Oversampling, so viel zu alles muss 32-fach oder 16-fach oder so sein. Passt da auf, da holt ihr euch Filter mit rein. Und da müsst ihr sehr, sehr vorsichtig sein, genau hinhören, was sich besser anhört. Höheres Oversampling heißt nicht, dass es besser klingt. Man muss sehr vorsichtig mit solchen Flachaussagen sein. L2, ein Tool, was seit Jahrhunderten auf dem Markt ist gefühlt und die Möglichkeit mitbringt, die Mitten zu kontrollieren auf der einen Seite, aber sie auch eben nach vorne zu schieben. Insbesondere, wenn die Musik sehr kompakt wurde, sehr komprimiert wurde. Oh, Falcon Studio, ich hab dich lieb, Bruder. Warum schreibst du die ganze Zeit Beep, Beep, Beep? Guten Appetit. Ja, viel Spaß, ich freue mich auch drauf. So, machen wir Sound aus. Und wenn ihr die Musik komprimiert, wenn ihr die Musik dicht habt, dann ist es meistens so, dass das, was die höchste Energie hat, den höchsten Energiegehalt, das, was im Prinzip am präsentesten sein muss,
oftmals auch sehr, sehr schnell in bestimmte Kompressoren verschwindet oder besonders getriggert wird bei der Kompression und das bedeutet, dass wir das wiederholen müssen. Midrange, Mitten, sagen die Leute immer, NS10, Auratones. Hier an der Stelle ein kleines Shoutout an Audiowerk. Hab euch lieb, Uwe, vielen Dank für die Auratones. Genau, da muss man immer so ein bisschen gucken. Die Mitten, da liegt die Musik. Wo sind Mitten? Kann man von Genre zu Genre immer unterschiedlich definieren, aber man würde sagen so angefangen bei ca. 300 Hertz bis etwa 3,5 Kilohertz, manchmal bis 4 und einige würden behaupten, ja 3 Kilohertz, 4 Kilohertz ist schon obere Mitten und so, kann man alles noch weiter einteilen und sich da richtig wichtig mitmachen, aber ihr müsst so ungefähr grobe Zahlen haben im Kopf und ich finde 303 Kilohertz kann man sich gut merken, 202 Kilohertz kann man sich gut merken. So, da spielen die Instrumente, die müssen im Prinzip separiert sein, genau, das ist das so, was so passiert. Hier mit dem L2, der dann im Prinzip die Mitten nach vorne holt. Lange Rede, kurzer Sinn. Dann habe ich hier sozusagen noch mein Master ein analoges Tool eingesetzt. Das ist im Prinzip die DMC. Die benutzt Operationsverstärker, was das macht und so weiter und so fort. Ich kenne einfach den Sound in- und auswendig. Das heißt, ich suche mir da einfach noch mal ein bisschen Farbe. Ich benutze keinen Kompressor, gar nichts auf der Summe, nichts. Es geht nur durch meine DMC durch. Ja, ich habe einfach eine ganz, ganz crazy-mäßige Arbeitsweise, die ich mir erarbeitet habe und es funktioniert. Schlichtweg kommen wir dann zu diesen Feinheiten. Dann habe ich dann den Pro Q benutzt, um ein bisschen was runterzufahren, weil ich gemerkt habe, es ist einfach viel zu viel im Low-End los. Dafür hat auch der Dyne One gesorgt. Habe dann im Prinzip auch nochmal geguckt, was kann ich mit dem Blue ein bisschen shiften, damit die Vocals besser sitzen im Mix. Das hört man nämlich, wenn man die Musik schön zusammenschiebt, dann wird es immer mehr Fletcher und Munsen, immer mehr merkt man, wo der Low-End sitzt, wo der Midrange sitzt, wo der Treble sitzt, also die Höhen und so kann man das entsprechend anpassen und habe dann mit diesem Schweinetool, mit dem aus der System 6000 von TC Electronics, habe ich da nochmal den Low-End mit einer Attack von etwa 100 Millisekunden, also genau sind die ja nicht, und Release von 100 Millisekunden nur den Low-End triggern lassen, dass das komprimiert wird von dem Multiband-Kompressor, mehr nicht. Das nennen wir MBLC-Methode, die hat der Toni erfunden, hat er nicht erfunden. Wer hat es erfunden? Das waren die Schweizer bestimmt, aber die Bayern meine ich. Aber genau, wir sorgen dafür, dass wir den Subbereich des Low-Ends so schön kontrollieren und komprimieren, dass alles, was über dem Subbereich klingt, Kickdrum, Bass noch mehr Punch bekommt, noch mehr Durchsetzungsfähigkeit. Das ist ja auch klar, wenn wir viele Frequenzen haben in dem Bereich, alles unter 200 Hertz, alles zugemüllt, dann hören wir nichts definiert. Wenn wir es dann sozusagen gegeneinander ausbalancieren, dann hören wir es definiert. Das ist so das Ding. Genau, was ist das für ein Outboard-Gerät? Es ist kein Outboard-Gerät, es ist ein SPL, eine Mastering-Konsole. Das ist das, was ich mache. Warte mal ganz kurz, ich komme mal kurz rein, dass ihr nicht denkt, hier, der schummelt. Guck mal, hier ist alles aus. Nicht, dass ihr denkt, der schummelt doch hier. Das ist doch, Faser hat einen Pferdschalter unten stehen. Also kein Wunder, dass es gut klingt oder so. Das ist nicht der Fall. Guck mal, es ist ja, ich gehe mal rein hier. Guck mal, jetzt kommt die haarige Hand. Hairy Hands, Baby. Mit Ring. Das ist das Ding hier. Und die Konsole hat einfach einen Sound. Und ich benutze den Sound. Der Sound ist extrem punchy. Ich feiere den Sound abartig. Und benutze ihn einfach, wenn ich ein bisschen mehr Punch haben möchte. So ein Operationsverstärker drin. Diese 120 Volt Op-Amps, die SPL herstellt. Unfassbar. Headroom to Days. Da kannst du mit Fullscale rein. Die Mastering-Konsole belächelt dich sozusagen. Ne? So viel dazu. Und das schiebt das alles so ein bisschen zusammen. Und genau. Ja, das war eigentlich mehr oder minder alles. Und dann gegeneinander abgewogen. Und dann klingt das einfach auch schon ziemlich geil. Und ich würde sagen, wir hören noch mal ganz kurz rein. Weil noch durch mein Gesabbel kommt man da auch raus. Guck mal, wir haben 7 dB, 7,7 um genau zu sein, reingeschoben. Lasst mich mal gucken, wo wir uns befinden hier so. Wir gucken mal, wo wir lautheitsmäßig so ein bisschen sind. Aber ich glaube, das klingt für einen Mother Master, so wie Friede das benennt, ein High Fidelity Master schon sehr, sehr gut. Und dann kann man immer noch sozusagen damit rumarbeiten. Let's go! Damals die Packs, Ghetto DHL, halte bei der Jet für ne Marlboro XL, 2003er Bands, ich fahr zu schnell, Baby halt dich fest, ich zeig dir die Welt. Damals die Packs, Ghetto DHL, halte bei der Jet für ne Marlboro XL, 2003er Bands, ich fahr zu schnell, Baby halt dich fest, ich zeig dir die Welt. Aus Fritz Flinte wurde grad festgenommen. Denk an die Jungsraucher am Westbalkon. Und die Welt sieht ganz anders aus dem 14. Stand hier damals, wollte mein
T-Shirt so. Masters todesfresh, würde ich sagen. Also wir haben uns nicht verhört, trotz Pinkelpause. Das ist auf jeden Fall richtig krass geworden. Guck mal, wo die Rim sitzt. Guck mal, wo die 808 sitzt. Guck mal, wo Morgan sitzt. Also, kann ich nicht zu sagen. Und aus dem Kram können wir weitermachen. Jetzt lasst uns mal ganz kurz gucken, wo befinden wir uns überhaupt. Das ist hier alles davor. Und dann gucken wir mal, was sagt denn hier Tweaky überhaupt. Gehen wir mal in L-Mode, gehen wir mal lautesten Part, ne, Short-Term. Und gucken mal, was da passiert, ne. G aus Fritz Flinte wurde grad festgenommen. Denk an die Jungsraucher am Westbalkon. Und die Welt sieht ganz anders aus dem 14. Stand hier damals, wollte meinen Traum verwirklichen. Heute todesfresh, T-Shirt zur Hose Match. Trage Gallery Depart mit meinem Bro MS. Ich bin immer noch ne Nummer in meinem Blog, Bruder. Deine Jungs wirken auf mich bisschen soft, Bruder. Meine Air Force so weiß, dass sie Licht reflektieren. Ich darf mich nicht verlieren. Mein Bruder hat ne Träne im Gesicht tätowiert. Was damals geschah, wird hier nicht diskutiert. Damals die Packs, Ghetto DHL. Halte bei der Jet für ne Marlboro XL. 2003er Bands, ich fahr zu schnell. Baby, halt dich fest, ich zeig dir die Welt. Damals die Packs, Ghetto DHL. Halte bei der Jet für ne Marlboro XL. 2003er Bands, ich fahr zu schnell. Baby, halt dich fest, ich zeig dir die Welt. Momente sind verwischt auf den Polaroid-Abzügen. Bleib nicht stehen, mach auch ohne euch Schachzüge. Lange her, dass ich das fühle. Doch vermisse die Momente auf dem Balkon in Klappstühlen. Lachkicks auf Cupcakes und Haschkicks. Und ich krieg noch 6K fürs Paket. Bis mein Wifey langsam checkt, was so abgeht. Und der erste im Knast geht. Und der zweite im Vollrausch ins Uber brettert. Und die fucking Cops durchsuchen etwas. Vor Gericht wird die Crew zerschmettert. Und für den Rest frag Uwe Meffert. Damals die Packs, Ghetto DHL. Halte bei der Jet für ne Marlboro XL. 2003er Bands, ich fahr zu schnell. Baby, halt dich fest, ich zeig dir die Welt. Damals die Packs. Ja, die Französin würden sagen, rasiert le fromage. Und euer Farsi ist, nachdem er noch einmal seine wunderschöne Gesicht gezeigt hat, da bin ich und schwitze, weil ich muss machen aus diese sonst kriegen wir wieder Sidechain durch den Dacker, ist er raus.